Hallo, ich bin die Maika. Hallo, ich bin der Wolfgang. Wir heißen euch herzlich willkommen bei uns zu Hause in der alten Mühle und Bäckerei. Kommt rein! Wir wohnen und renovieren hier seit 18 Jahren. Wir haben damals was Altes gesucht mit Haus, Hof und Garten mit Platz drumherum und dann sind wir hier gelandet. So, aber jetzt kommt mit rein. Jetzt sind wir im Warmen. Jetzt nehmen wir euch mit in unser Herzstück, in unsere Küche. Und dann seht ihr auch gleich, wo die Wärme hierher kommt. Hier sind wir im Backhaus, das wir renoviert haben. Und hier sieht man den alten Bäckereibackofen von 1960. Damals war das Nonplusultra, weil der Backofen auch schon mit Wasser geführt war, dass ich die Backkammern und hier die Gärkammer, das Brot beim Gehen, mit Wasser bedampfen kann. Hier oben ist ein Brotfach, da passen viele Brote rein. Hier unten kommt der Kuchen rein. Oh. Und hier können wir immer gucken, welche Temperatur der Ofen aktuell hat. An der Seite ist die Brennkammer. Hier befeuern wir den Ofen mit Holz und heizen damit unser Erdgeschoss. Bei der ersten Besichtigung hat die Maklerin, als wir den Raum hier betreten haben, gesagt, ja, und den Backofen, den könnte man rausmachen. Und da hätten wir hier noch dann einen größeren Raum, weil der Backofen nimmt 25 Quadratmeter ein. Aber damals schon war für mich, für uns klar, hier, das gibt der Mittelpunkt von unserem Zuhause und der Backofen, der bleibt. Wenn wir im Winter draußen waren, dann setzen wir uns hier an die Ofenwand. Dann kann man sich nämlich schön den Rücken wärmen. Und hier, sehr praktisch, den heißen Kakao hinstellen. 2-3 Mal im Jahr backen wir hier groß angelegt Brot. Wenn wir Brot backen, brauchen wir auch die Teigmaschine. Dann sind es 150 Brote und die war zum Glück noch hier drin im Backhaus. Die tut auch ihre gute Dienste. Ansonsten sieht man hier auch noch meine Sammelleidenschaft hier von einem alten Bild, einer alten Schautafel, wie es vielleicht auch hier früher war. Und auch die Wandfliesen hier in unserem Küchebereich haben wir lange gesucht gehabt in viele Fliesegeschäfte und bis dann endlich eine Fliese aus England dann gepasst hat, die dann von der Optik und von der Größe zu unserem Backofen passt. Unser Tisch ist nicht nur unser Esstisch, hier wird nicht nur gegessen, sondern hier wird auch der Familienrat abgehalten, hier wird gespielt, hier wird Spaß gehabt, geredet und ja, ist mit dem Ofen so unser wichtigstes Utensil hier in dieser Küche. Wir haben immer gehofft, beim Renovieren in irgendeinem Speicher, einem Loch, einem Gewölbe, einen alten Mühleschatz zu finden. Leider war da nichts zu finden. Das Einzige, was es dann Antikes hier noch dann gab als Gegenstände, war hier ein altes Emailschild, Trinkkadreiner und noch ein Werbeschild für altes Waschmittel. Und es war auch hier ziemlich verrußt und verraucht und man musste erst ja grundlegend über 3 Jahre lang hier renovieren, um das Backhaus dann jetzt wieder als Wohnraum nutzen zu können. Zum Beispiel war die Zimmerdecke komplett dunkelgrau durch den Rauch. Und diese Decke wurde freigelegt, neue Balken teilweise eingezogen. Gerade hier oben drüber ist die Eisenbahnschwelle, die als Träger fungiert und die ganze Decke oben hält. Das war ein großes Stück Arbeit, das neu zu verputzen und so herzurichten, wie es jetzt ist.
Und wir haben uns dann auch für eine Holzküche entschieden, dass es auch dann zusammen passt und auch ein bisschen verspielt. Das sieht man hier unten auch an dem Unterbau von der Arbeitsplatte. Und auch da findet man noch ein paar Sammelstücke, auch aus dem früheren Lade und Gegenstände, die wir auch zum Beispiel aus dem alten Brunnen, den wir im Nebengebäude freigelegt haben, gefunden haben. Und natürlich darf auch in einem Backhaus an der Küche dann das eingebaute Backbrett nicht fehlen. Und jetzt können wir weitergehen in den Verbindungsbau. Dieses Gebäude gab es bis vor 8 Jahren noch nicht. Das war früher der Hof. Hier ist man dann die Straße runtergekommen und in den Hof reingefahren. Und das haben wir dann errichtet, um unsere 2 Häuser miteinander zu verbinden. Wir haben es außen auch dann mit handgestrichenen Biberschwänzen eingedeckt, haben alte Tür- und Fenstergewänder gesucht und die Seite zum Hof auch in Fachwerk errichtet. Beim Renovieren waren unsere Kinder auch immer dabei. Das sieht man auch hier in der Ecke. Als ich den Zwischenbau verputzt habe, durften die Kinder auch hier dann ihre Hände im Putz hinterlassen. Insgesamt mit Backhaus und Zwischenbau haben wir 3 Jahre lang renoviert und gebaut und gegraben und isoliert und gedämmt. Fenster eingebaut und Türen eingebaut und Umrandungen gehobelt und Fensterbänke gebaut. Und die Tür ist nach dem Vorbild der alten Ladentür unserer Bäckerei hergerichtet worden und das Gitter ist noch original. Jetzt können wir mal weitergehen und hier können wir gleich mal über die Treppe gehen. Das ist die alte Ladentreppe, die eigentlich früher außerhalb des Hauses war und die wir jetzt reingesetzt haben, um eben diesen Höhenunterschied zwischen dem alten Wohnhaus und der Hofeinfahrt zu überwinden. Und das hier war früher das Schaufenster vom Bäckerladen. Jetzt können wir mal weitergehen in unser Wohnzimmer. Früher war das der alte Laden, der Bäckerladen und auch so ein kleiner Tante-Emma-Laden. Hier an der Wand stand ein ganz großes Regal mit kleinen Fächern und in diesen Fächern waren ganz viele verschiedene Dinge des täglichen Gebrauchs. Und die Frau Stahl, die früher hier den Laden betrieben hat, das war eine Institution hier und jeder wusste, wo die Frau Stahl wohnt. Und wenn wir angesprochen werden, wer wir sind und wo wir wohnen, dann können wir immer sagen, bei der Stahle Gertrud. Und hier haben wir auch eins meiner Lebensmotti, nämlich Hügge, was so viel heißt wie glücklich. Man könnte auch gemütlich sagen. Das ist eigentlich unser Anliegen, dass wir hier alles schön gemütlich haben. Deshalb auch viel dunkle Möbel und auch vielleicht so die Erdfarben. Die Lampe gefällt uns besonders gut, weil sie auf der einen Seite Trauben hat. Diese Seite zeigt zum Wohnzimmer hin, wo wir auch gerne sitzen und ein Gläschen Wein trinken. Und die andere Seite zeigt Kornähren und zeigt in Richtung Küche, wo wir unser Brot backen. Viele unserer Gäste sagen immer, wir leben ja hier wie in einem Antiquariat. Aber wir finden das schön so und gemütlich. Und jetzt nehme ich euch mit in unser Büro- und Musikzimmer. Wir haben dieses Jahr noch ein Klavier bekommen und das spielt unsere Tochter Maja. Das steht jetzt einfach mitten im Zimmer, weil wir einfach keine Wand mehr frei haben, um das noch irgendwo hinzustellen, ohne dass es sich fürchterlich verstippt. Und von hier aus geht es dann weiter in unseren alten Flur. Bei der Renovierung vom Treppenhaus und von der Treppe haben wir auch geachtet, dass es alles zusammen passt. Bis hin zur Schablone von meinem Urgroßvater, die wir hier dann als Bordüre an den Sockel getupft haben. Hier im Obergeschoss sind wir jetzt im Bereich von unseren Kindern und hier
ist das Zimmer von unserem Jüngsten. Hier ist der Johann. Und hallo, willkommen in meinem Zimmer. Also hier, das ist mein Bett. Das habe ich selbst gebaut. Und dann hatte ich das Problem, dass ich keine Leiter hatte. Und dann dachte ich, vielleicht könnte ich das genauso machen wie beim Bett und einen längeren Baumstamm so zurechtschneiden, dass man drauf laufen kann sozusagen. Und von hier aus geht es weiter in das Zimmer von der Maja. Maja? Ja? Hier das untere Zimmer war früher auch ein Speicherraum, völlig roh und ohne Verputz und ohne Boden. Und das haben wir dann jetzt renoviert und umgebaut. Und hier haben wir, um nach oben zu kommen, die Treppewange benutzt, die im Nebengebäude, im Gesindehaus, ausgebaut wurden. Und jetzt könnt ihr gerade hochgehen. Herzlich willkommen in meinem Zimmer. Hier wohne ich seit 2012 drin und nach einigen Umbauten und ein paar neuen Farbanstrichen habe ich jetzt aus meinem Kinderzimmer so mein Jugendzimmer gemacht. Und das Schönste ist, dass man zu allen Jahreszeiten, wenn man ganz genau hinschaut, durch den Baum da hinten das Hambacher Schloss sieht und das ist dann immer total schön. Wir haben von diversen Personen aus dem Freundesfamilienkreis abgeraten bekommen, lasst die Finger davon, das ist viel zu viel. Aber letztendlich sind wir froh und stolz, dass wir das gemacht haben, dass wir hier das für uns und auch für das Dorf und das kulturelle Erbe hier dann erhalten haben. Ich habe das damals gleich gesehen, so wie es jetzt heute ist und habe aber nicht so ganz realisiert oder gedacht, dass das 18 Jahre dauert. Ich kann mir das immer erst vorstellen, wenn es dann wirklich schon so ist, wie es ist. Und jetzt kann ich mittlerweile nachvollziehen, was der Wolfgang damals schon so vom inneren Auge gesehen hat. Dann ist es fertig und dann kommt dann der Spruch von der Frau, das habe ich mir ganz anders vorgestellt. Und das ist mittlerweile ein geflügeltes Wort bei uns, weil es ist egal, was er macht. Ich sage immer, das habe ich mir jetzt aber anders vorgestellt. Das war die Rundtour durch unser ehemaliges Müllanwesen und die Bäckerei. Und wir hoffen, es hat euch gefallen. Wenn ihr weitere Beiträge sehen wollt und interessante Häuser, dann klickt hier und abonniert den Kanal. Tschüss!